Ach, herrlich. Endlich Sommer. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Bäume blühen. Zeit, sich mal wieder über etwas aufzuregen. Hier sind 5 Dinge, die mich an meiner Monster 821 nerven. Nummer 1. Was haben eine Espresso-Tasse und die Monster 821 gemeinsam? Richtig, beide lassen deinen Puls schlagartig in die Höhe schnellen und sind für Menschen mit kleinen Händen gemacht. Anders kann ich mir diesen winzigen Blinker-Rückstell-Button nicht erklären. Ducati, was soll das? Da waren sogar die Tasten auf meinem ersten Nokia 5110 größer. Und das musste ich nicht mit Handschuhen bedienen. Ähnlich wie beim Nokia gibt der Button so gut wie kein Feedback, ob man ihn erwischt hat oder nicht. Und zu einem Überfluss schaltet man mit dem Ding auch noch die Fahrmodi um. Wenn man also aus Versehen oder bewusst ein zweites Mal drauf drückt, blinkt es erstmal im Cockpit. Ja, schon ziemlich clever. Die am häufigsten und die am wenigsten benutzten Funktionen auf einen Knopf zu setzen. Naja, zumindest hat Ducati das Design des Schalters mit dem Modell 2017 verbessert. Zweitens, wer kleine Hände hat, hat auch kleine Füße. So muss die Logik von Ducati gelautet haben, als sie die hinteren Fußrastenaufhängungen designt haben. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist hier nicht wirklich viel Platz. Auf der rechten Seite sogar noch weniger, weil der Endtopf so ausladend ist. Meine Schuhgröße 45 bekomme ich auf Dauer jedenfalls nicht komfortabel unter. Sich sportlich auf den Fußballen stützen ist auch nicht drin. Aber auch hier hat Ducati mit dem Modell 2017 nachgeholfen und die hinteren Fußrasten ans Heck geschraubt, um sie bei der aktuellen Monster 2021 wieder nach unten zu bauen. Drittens. Meine Monster Baujahr 2015 hat noch das LCD-Display. Das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Es ist top ablesbar und ist aufgeräumt. Nicht zu verschnörkelt oder verspielt. Frau Augusta. Doch bei aller Klarheit, in meinen Augen wäre noch mehr als ausreichend Platz für eine Tank- und Ganganzeige gewesen. Gut, auf die Tankanzeige kann ich verzichten, die Reserveleuchte erfüllt auch ihren Zweck, aber eine Ganganzeige hier oder hier wäre nett gewesen. Aber auch das haben sie mit der Modellpflege 2017, naja, ihr wisst schon. Viertens, der tiefe und eng anliegende Lenker war schon immer ein Markenzeichen der Monster. Der Nachteil? Ein Wendekreis wie ein LKW. Es ist bemerkenswert, wie so ein knackiges Bike auf kleinen Raum so unhandlich sein kann. Ständig ballert man in die Lenkbegrenzung. Rangieren in 2 Zügen, gewöhnt euch dran. Zum Vergleich, die Monster hat einen Wendekreis von 6,60 Meter. Die Yamaha MT-09 aus demselben Baujahr braucht fast einen ganzen Meter weniger und ein aktueller Smart nur 35 cm mehr. Eine durchschnittliche deutsche Hauptverkehrsstraße mit jeweils einer Fahrbahn pro Richtung ist 6,50 Meter breit. Ihr seid also gewarnt. Nicht erschrecken, wenn euch beim Wenden mal der Asphalt ausgeht. Fünftens. Ducati bestückt seine Maschinen ja immer mit allerlei feinster Ware. Und das lassen sie sich auch gut bezahlen. Dann verstehe ich nicht, wie man bei einer so essentiellen Komponente wie dem Fahrwerk den Rotstift ansetzen kann. Denn serienmäßig bekommt ihr kein einstellbares Fahrwerk. Ja, okay, das hintere Federbein ist in der Vorspannung und Zugstufe einstellbar, aber eine einstellbare Gabel gab es nur per Aufpreis oder beim Sondermodell Stripe. In der Preiskategorie in meinen Augen ein Unding. Bei meiner Monster hat der Vorbesitzer Gott sei Dank das Häkchen gemacht. Die Front kann ich in Vorspannung, Zug- und Druckstufe einstellen. Um die Monster auf meine Fahrweise, Körpergröße und Gewicht einzustellen, brauchte ich einiges an Feintuning. Ich könnte mich jetzt noch über den heißen Krümmer am Unterschenkel, die quietschenden Bremsen oder das miserable Warmstartverhalten auslassen. Aber bei aller Kritik, wenn ich aufsteige, den Motor starte und losfahre, sind alle Unzulänglichkeiten vergessen. Und ich erfreue mich einfach nur an dem Gesamtkunstwerk, das Ducati da auf die Räder gestellt hat. Und sind es nicht letzten Endes die Ecken und Kanten, die eine Beziehung erst aufregend machen? Ich jedenfalls würde meine Monster gegen nichts eintauschen wollen. Höchstens gegen eine andere Monster. Aber das ist ein anderes Thema. Was nervt euch an euren Maschinen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.